Dieses Video liegt schon seit über einem Jahr bei uns auf der Agenda. Allerdings sind die rechtlichen Geschichten komplexer als vorher angenommen, deshalb haben wir uns etwas länger Zeit gelassen. Sollte euch das interessieren, dann empfehle ich euch einmal in die Videobeschreibung zu schauen, denn das haben wir versucht in einem separaten Video auszuarbeiten. Deshalb sind wir jetzt etwas spät zur Party, um die DJI Mini SE zu reviewen. So spät, dass sogar der Nachfolger draußen ist. Aber ich finde, reviewen können wir sie trotzdem und ganz vielleicht fällt uns der Nachfolger, die DJI Mini SE 2, auch irgendwann mal in die Hände. Dann können wir die beiden vergleichen. Da das jetzt gesagt ist, können wir anfangen. Die DJI Mini SE war zum Zeitpunkt des Releases mit um die 300 € eine sehr günstige Drohne und perfekt für den Einstieg. Zumindest war das meine Intention, da die Drohne kaputt zu fliegen weniger wehtut als ein Gerät für über 1000 € oder noch mehr. Auch praktisch ist das Gewicht der Drohne mit 249 Gramm, da man damit weniger rechtliche Bestimmungen beachten muss. Für den Preis bekommt man eine Fernsteuerung, wo man sein Smartphone als Display reintun muss. Warum das ein Problem ist, erkläre ich später. Dann bekommt man die Drohne mit 2 Ersatzsets Propellern und einen Akku. Ich habe mir gleich einen zweiten Akku bestellt, da die Flugzeit von realen 20 Minuten etwas zu gering war. Mit 2 Akkus kommt man aber definitiv auf seine Kosten, da ich bisher noch nie mehr als 40 Minuten fliegen wollte, da die meisten Spots das wirklich nicht hergeben. Darüber hinaus unterstützen einige andere DJI-Drohnen diesen Akkutyp, weshalb man sie bei einem potenziellen Upgrade weiterverwenden könnte. Ein etwas nerviges Problem der Akkus ist, dass sie keinen eigenen Ladeanschluss besitzen. Wenn man jetzt mehrere Akkus gleichzeitig laden will, dann muss man eine Ladestation dazu kaufen, die nicht so günstig ist. Gesteuert wird die DJI Mini SE mit diesem Controller, in dem man sein Handy reinstecken muss. Dazu muss man sich die DJI Fly App herunterladen. Diese findet man, wie es sich gehört, natürlich nicht im Play Store, sondern muss von der DJI-Seite heruntergeladen werden. Das wäre mein erster Kritikpunkt, da das so leicht unseriös wirkt und für den nicht Technikbegabten auch eine Hürde darstellen kann. Mein zweiter Kritikpunkt hängt mit dem Handy zusammen. Das Handy wird für das Live-Bild und die Flugkarten benutzt. Das Problem: die Flugkarten sind keine offiziellen und zumindest in Deutschland einfach unbenutzbar, da so gut wie alle wichtigen Daten fehlen. Darunter fallen vor allem Flugverbotszonen, die wirklich wichtig sind. Und da das Handy in der Fernsteuerung hängt, kann man das auch nicht mal eben nachschauen, ob man an dem Spot, wo man gerade steht, fliegen darf. Loben muss ich das System aber dafür, dass, wenn die Verbindung zwischen Handy und Fernsteuerung mal nicht mehr funktioniert, die Drohne weiter steuerbar bleibt. Halt ohne Live-Bild. Starten lässt sie sich ohne allerdings nicht. Steuern lässt sich die Drohne über diese Steuerung-App-Kombi aber relativ gut. Leider ist das Live-Bild ein absolutes Glücksspiel, je nach Umgebung. In einigen Regionen fliegt man ohne Probleme 1 Kilometer, in anderen ist nach 100 Meter Luftlinie Schluss und das Bild friert ein. Die Empfindlichkeit des Sticks lässt sich in der App einstellen, was für einen Grobmotoriker wie mich hervorragend ist. Die Drohne wird im Sportmodus auch mit 13 Meter die Sekunde, das sind etwa 46,8 km/h, relativ schnell, also absolut ausreichend für einen Fluganfänger. Im Cine-Modus fliegt die Drohne mit etwas unter einem Meter die Sekunde, je nachdem wie feinfühlig man ist. Auch so langsam, dass cinematische Aufnahmen möglich sind. Die Stabilisierung des Gimbals, also der kleinen Kamera vorne, ist in DJI-Manier sehr gut. Ich habe Situationen gehabt, wo die Drohne schon 20 Grad schräg im Wind stand, das Bild aber durch den 3-Achsen-Gimbal immer noch gerade nach vorne ausgerichtet war. Darüber hinaus kann man den Gimbal um 90 Grad nach unten drehen, um Rocket-Style-Aufnahmen zu machen. Bisschen schade ist, dass man den Sensor nicht horizontal drehen kann, um Hochkantaufnahmen zu machen. Der Kamerasensor selbst bietet im Videomodus 2,7K bis 30 fps oder Full HD bis 60 fps mit 12 Megapixeln. Das stellt mich etwas vor einem Dilemma. Wenn man langsam fliegt, reichen die 2,7K bei 30 fps gerade so aus. Bei schnelleren Flügen braucht man aber definitiv die 60 fps. Und da sind Full HD doch etwas wenig, da man ja doch etwas höher in der Luft ist und damit die Detailgenauigkeit stark sinkt. Aber ich würde das ein Luxusproblem bezeichnen, weil man auch mit dem Sensor sehr schöne Aufnahmen hinbekommt. Der Fotomodus liefert ausreichend gute Bilder im Licht. Aufgrund des kleinen Sensors hat der Sensor aber Probleme, wenn man eine düstere Szenerie, wie zum Beispiel in einem Wald hat. Was ich eine relativ lustige Funktion finde, aber noch keine direkte Verwendung gefunden habe, sind die Intervallaufnahmen. Diese lösen in einem eingestellten Intervall Bilder aus, angefangen mit 2 Sekunden pro Bild.
Eine Anmerkung dazu ist aber, dass die Drohne dann in höheren Geschwindigkeiten unfliegbar wird mit dem Videofeed, da bei jedem Bild der Feed hängt. Auch cool sind die 4 vollautomatischen Flugmodi namens Droni, Rocket, Kreisen und Spiral. Die größeren Modelle können meines Wissens nach auch verfolgen und weiteres, welches dieser Drohne aufgrund ihrer nicht vorhandenen Seitensensoren allerdings verwehrt bleibt. Dabei übernimmt die Drohne die Steuerung und trackt ein vorher eingestelltes Objekt. Das funktioniert meistens sehr gut. Man muss allerdings gucken, ob die Drohne für die Manöver genug Platz hat. Alles in allem habe ich mit der Drohne meinen Spaß. Man sollte sich im Klaren sein, dass die DJI Mini SE eine Foto- und Filmdrohne und keine FPV-Drohne ist. Die Mankos, die ich angesprochen habe, sind zwar an einigen Stellen echt nervig, aber für den Preis bekommt man viel Drohne für wenig Geld. Was vor allem für Fluganfänger attraktiv sein sollte. Solltet ihr mehr Erfahrung haben, lohnt sich wahrscheinlich eine größere Drohne mehr, aufgrund von mehr Features. Bis zum nächsten Mal.